Lokale Präpositionen als Antwort auf die Frage woher. Da gibt es nur zwei, nämlich aus und von. Worin genau da der Unterschied liegt, das erkläre ich dir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir die Präpositionen aus und von. Beide antworten immer auf die Frage woher. Also sie benennen eine Herkunft. Aus welcher Richtung kommt etwas in der Regel zu mir? Und beide benutzen immer den Dativ. Also wenn du aus oder von siehst, dann weißt du schon, hier muss ich jetzt den Dativ benutzen. Worin genau der Unterschied zwischen diesen zwei Präpositionen liegt, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir uns als erstes die Präposition aus an. Aus beschreibt grundsätzlich immer, dass man etwas physisch verlässt. Physisch bedeutet, dass du im Inneren von etwas, also zum Beispiel einem Gebäude sein musst und es dann physisch verlässt, also durch die Tür. Zum Beispiel, ich komme aus dem Gebäude heraus. Du musst etwas wirklich physisch verlassen. Du benutzt aus grundsätzlich aber auch noch bei Ländern, Städten und Regionen. Auch da bist du so gesehen im Inneren des Landes, der Stadt oder der Region und so gesehen, wenn du irgendwo hingehst, dann irgendwo anders bist, dann hast du das verlassen. Aber auch hier, wenn du von der Herkunft sprichst, immer aus, wenn kein Artikel davor steht. Dazu aber gleich noch mehr bei von. Der Vogel kommt aus der Kiste heraus. Auch hier, der Vogel war in der Kiste und jetzt verlässt er die Kiste. Und dementsprechend aus, denn er verlässt die Kiste physisch. Er war im Inneren der Kiste und kommt jetzt nach draußen. Ich komme aus dem Haus heraus. Genau dasselbe Prinzip. Ich war im Inneren des Hauses und jetzt verlasse ich das Haus. Und ich komme aus Deutschland. Das ist jetzt das Land. Das ist die Angabe der Herkunft. Hier wird auch die Präposition aus benutzt. Kommen wir zu von. Von drückt auch eine Herkunft aus, aber von drückt immer aus, dass man von einem bestimmten Ort oder Punkt kommt. Das Verlassen steht hier nicht im Mittelpunkt. Also dementsprechend, es kann durchaus sein, dass man da physisch etwas verlässt, aber das spielt hier keine Rolle. Das ist nicht wichtig. Zum Beispiel, ich komme vom Bahnhof. Hier ist die Gegend Bahnhof gemeint und nicht unbedingt das Gebäude. Also wenn du sagst, ich komme aus dem Bahnhof, das bedeutet, du verlässt das Gebäude Bahnhof. Wenn du aber sagst, ich komme vom Bahnhof, dann ist die Region, die Gegend rund um den Bahnhof gemeint. Das kann auch das Innere des Gebäudes sein, aber zum Beispiel würde man sagen, ich komme aus dem Bahnhof, wenn jemand direkt vor dem Bahnhof auf dich wartet und dich anruft und sagt, wo bist du? Ich komme gerade aus dem Bahnhof. Aber wenn du vielleicht mit dem Zug am Bahnhof angekommen bist oder am Bahnhof arbeitest und deine Mutter, dein Vater, deine Freundin, dein Freund dich von zu Hause aus anruft und sagst, wo bist du denn gerade? Ich komme gerade vom Bahnhof, ich komme gerade vom Bäcker. Da ist immer ein bestimmter Ort oder Punkt gemeint und nicht wirklich das Verlassen. Das steht nicht im Mittelpunkt. Wenn du aber vor dem Gebäude stehst und derjenige andere rauskommt, dann geht es da um das Verlassen des Gebäudes. Wenn es nur um die allgemeine Richtung geht, benutzt du von. Und wenn man nicht in etwas hineingehen kann, kannst du es logischerweise auch nicht wieder verlassen und dann musst du von nehmen. Es ist dann obligatorisch, wie ich komme vom Einkaufen. Einkaufen ist hier ein substantiviertes Verb. Dementsprechend, das ist eine Handlung und in eine Handlung
das ist nichts Physisches, wo du hineingehen kannst. Dementsprechend musst du hier von nehmen. Hier steht vom, genauso wie hier. Das ist von plus der Artikel dem dann immer. Denn von nutzt den Dativ genauso wie aus. Also, sobald du in etwas nicht hineingehen kannst, muss von benutzt werden, weil du es ja dann auch nicht physisch verlassen kannst. Und alles, was du physisch verlässt, wo das Verlassen eines Gebäudes, eines Raumes im Vordergrund steht, dann benutzt du aus. So, der Unterschied zwischen aus und von sollte jetzt wirklich glasklar sein. In dem morgigen Video erkläre ich dir dann noch die anderen lokalen Präpositionen, nämlich die, die auf die Frage wohin antworten. Das sind unter anderem die Wechselpräpositionen. Also verpass das morgige Video nicht und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.